Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV. Mein Name ist Sebastian und ich habe hier den krassesten Akku von Milwaukee, den es gibt. Ja, es gibt MX Fuel, aber der hier, der neue Forge Akku, der ist so krass, so viel besser im Verhältnis zu den alten Akkus, das glaubst du nicht. Das haben wir getestet und das siehst du heute in diesem Video. Heute geht es um genau diesen Akku und der Test, den wir hier gemacht haben. Und wie viel besser diese Akkutechnologie in diesem Akku ist, ich sag dir, das schallert dich aus dem Leben, aber so richtig. Denn wir haben hier normalen 5 Ampere-Stunden, wir haben hier einen 5 Ampere-Stunden High Output, auch mal stellvertretend einen 12er und halt den 6 Ampere-Stunden Forge Akku. Aber was ist eigentlich der Unterschied und warum ist der so krass und hält so viel länger oder sagen wir mal so, unter härtesten Bedingungen kann der so viel länger durchhalten. Wir haben hier beim 5 Ampere-Stunden ganz normale alte Zellen. 18650er, uralte Technik, gibt es schon seit deutlich länger als 10 Jahren, funktioniert aber bei den normalen Geräten. Ein Akkuschrauber zum Beispiel braucht eigentlich nicht viel mehr als das hier. Ja, funktioniert. Wenn es jetzt ein bisschen mehr sein soll, wenn du zum Beispiel einen Motor hast, der deutlich auch mehr Energie gleichzeitig braucht oder bedarf oder aus dem Akku rausziehen kann, dann dafür gibt es High-Output-Akkus. Die sind genau dafür gemacht, für intensivere Einsätze, für Geräte, die auch ein bisschen mehr, wie schon mal Hallo sagen. Ja? Dann nimmst du den hier für einen 5er High Output. Hier sind 21700er drin, also deutlich neuere Zellen, die Energie schneller abgeben, ist vielleicht stimmt nicht so ganz, sondern die einfach nicht so warm werden, wenn sie Energie abgeben, also sehr schnell Energie abgeben. Und der Kühlpack hier drumherum kann das Ganze noch wunderbar rausleiten. Das ist schon moderner. Ja? Wir haben hier zweireihig, hier haben wir das Ganze in dreireihig, auch 21700er. Aber wir haben hier etwas anderes, hier haben wir Pouchzellen. Und wie das aussieht, vielleicht kann ich das sogar zeigen. Ich nehme das hier mal auseinander. Sekunde. Ihr habt ja gesehen, wie ich den aufgeschraubt habe, das ist relativ simpel. Dahinter ist jetzt hier der Akku-Pack. Ja? Und da seht ihr hier die einzelnen Akkus, wie sie da sind und dann auch entsprechend geschaltet sind, leer gehen und so weiter. Ja? Klassisch zylindrische Form. Das, was wir hier haben, ist jetzt ein bisschen schade. Wir blenden dazu auch nochmal was für euch ein, denn ich hatte gehofft, dass ich irgendwie noch drunter komme oder es zumindest ein bisschen hebeln kann oder irgendwas. Aber wenn ich jetzt weitermache, würde ich es kaputt machen. Das finde ich ein bisschen schade, zumal der aktuell so um die 200 € kostet. Mal gucken, wenn du dich für das interessierst, schau mal unten in die Videobeschreibung, ob aktuell die Preise schon ein bisschen gefallen sind. Was wir hier haben auf jeden Fall ist eine Pouchzelle, ist komplett anders aufgebaut. Das Problem an diesen zylindrischen Zellen ist, dass es erst einmal eigentlich so eine ganz lange Bahn ist. Und du hast ja das Problem, das musst du jetzt ja irgendwie unterbringen und das Ganze musst du zusammenrollen, rollen. Und dann hast du nachher wieder, also wenn du das ganz fein zusammenrollst, diese zylindrische Form, was drumherum und dann war es das. Dann ist er hier drin, aber du siehst schon, durch dieses ganz lange Zusammenrollen, sehr eng packen, hast du natürlich das Problem, wie soll denn da auch die Wärme raus? Ja, du hast dann einen kleinen Eingang, Ausgang und das ist schwierig. Also hier hast du wirklich bei den alten 18650ern vor allem Hitzeprobleme. Ja, viele Akkus sind ja gar nicht unbedingt leer, wenn sie sagen, ich kann nicht mehr, sondern sind häufig auch einfach warm. Jetzt haben wir hier eine Pouchzelle. Pouchzelle ist eine ganz andere Technologie. Hier ist es anders. Die Technologie ist eigentlich gar nicht so unähnlich, der hier, aber anstatt dass wir das aufrollen, machen wir nicht, sondern hier schichten wir einfach Schicht für Schicht aufeinander, wie so eine schöne Torte. Ja, Plus-Minus-Pol ran und dann geht's los. Großer Vorteil, hier kannst du wesentlich mehr Energie, also als Spitzenlast rausziehen, ohne dass es irre heiß wird. Ja, und du diese Hitzeprobleme hast und das kann auch Hitze relativ gut ableiten. Mehr ist das im Grunde auch nicht, aber es sind wirklich mal endlich andere Zellen als diese standard-zylindrischen Zellen. Und jetzt wird's haarig. Wir haben hier die neue Oberfräse von Milwaukee. Denn ich habe vor einiger Zeit gemerkt, wenn es ein Gerät gibt, das so einen Akku innerhalb von Sekunden wirklich
zum Kochen bringen kann, dann sind es Oberfräsen. Aber hier hat Milwaukee natürlich richtig vorgelegt, das ist die neue Oberfräse, die auch so viel Kraft hat, dass sie quasi alle Akkus hier wirklich ans Limit treiben kann. Und wir haben hier Folgendes gemacht. Wir haben hier drin einen schönen Fräser, und zwar nicht irgendeinen, sondern einen 20 mm Fräser, mit dem wir hier 2 cm oder ich glaube sogar noch mehr, wartet mal, mit wem wir was gemacht haben, 2,6 cm tief. Also nochmal, 20 mm breit, 26 mm hoch, um mal richtig zu sagen, haben wir hier in einem einfach durchgefräst. Und ich zeige dir hier mal, wie das Ergebnis ist. Wir haben als allererstes den 5 Ampere-Stunden genommen. Und beim 5 Ampere-Stunden siehst du Folgendes. Wir haben es angesetzt und haben gefräst. Aber du siehst auch, wir sind echt nicht weit gekommen. Denn wir haben hier eine Länge von in Summe so 52 cm. Also er hat 52 cm hier reingeschafft und hat dann gesagt, Ende. Weil, wenn er überhitzt, dann leuchten die Lampen hier im Abstand oder im Takt. Und er sagt nicht leer, weil so sieht es voll aus, sondern er sagt überhitzt. Ende, 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 wir wollen nicht mehr. Und das schon nach 52 cm. Und er war nicht leer in dem Moment, sondern einfach überhitzt. Später dazu nochmal mehr. Dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen auch mal einen 5,5er. Ja, auch mit dem 5,5er haben wir das Ganze ausprobiert, weil er ja deutlich auch nochmal mehr Last verträgt. Aber, das sehen wir nämlich hier an der Stelle, auch hier sehen wir eine Gesamtlänge von nur 60 cm. An dieser Stelle stopp, Sebastian. Wir haben einen ganz kleinen Fehler entdeckt, aber erst nach dem Dreh. An alle, die zuschauen, nochmal ganz wichtig, der 5,5er. Wir haben hier eine Fräsung gemacht, die ist aber aus Gründen, die ich mir nicht erklären kann, tiefer geraten als die anderen beiden. Sprich, wir testen das jetzt nochmal nach, was der 5,5er wirklich schafft in der Länge. Ja, und dann geht's weiter. Und wir nehmen natürlich einen frischen Akku, gestern geladen, heute schon wieder abgekühlt, hier komplett voll und feuerfrei. Wie ihr gesehen habt, der 5,5er schafft mehr als beim ersten Test. Es liegt an der Höhe. Jetzt haben wir 2,6 richtig eingestellt gehabt. Das hat er auch durchgezogen. Also beibehalten die Höhe. Er ist in die Abschaltung gegangen. Ihr seht es an dem Blinken, wie viel Restkapazität er hat. Blenden wir euch gleich noch mit ein. Das müssen wir erst noch auswerten, wenn er kalt ist oder abgekühlt ist. Er hat auf jeden Fall deutlich mehr geschafft. Statt 60 cm, 1,43 Meter oder 1,40 Meter im Dreh. Ist schon eine ganze Menge mehr, ganz klar. Gut, dass wir den Nachtest gemacht haben. Sorry für den kleinen Fehler. Und ja, behalte das im Hinterkopf und jetzt geht es weiter mit Sebastians Video. Ja, nach 60 cm Volllast hat er auch gesagt, Ende. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und das letzte ist der Forge-Akku. Und wir sprechen ja immer 18 Volt, 18 Volt, 18 Volt. Das ist ganz wichtig, denn viele sagen, naja, 12 Volt reicht mir nicht mehr, ich brauche 18 Volt oder ich brauche 54, ich brauche 72, ich brauche irgendwas. Das hat häufig gar nicht so viel damit zu tun, sondern welche Zellen sind drin und auch wie viele Zellen sind ineinander geschaltet. Und jetzt haben wir hier Folgendes gemacht und haben jetzt einfach gesagt, okay, wir setzen hier an und ziehen durch. Und ihr seht jetzt hier, wie er durchzieht, hier überholt. In dem Moment, ja, der hier gehört ja nicht dahin, auch hier schon überholt, macht weiter und zwar bis zum Ende, einfach durch. Wir reden hier von 2 Meter, die er einfach weiter gefräst hat. Danach haben wir gesagt, na, ist ja noch nicht leer, was machen wir denn? Wir wollen wirklich ans Limit bringen und dann sind wir bis hier gekommen und wir haben jetzt hier an der Stelle nochmal bis 26 cm fast nochmal weiter gefräst. Irre! Richtig irre. Das Interessante ist, wir haben ja 5 Ampere, 5,5 und 6 Ampere, also wirklich eine erhöhte Menge an Energie, die gespeichert ist. Denn wir haben hier eine Menge von, ich kann es mir nicht merken, 90 Wattstunden und hier haben wir 108 Wattstunden. Genau, also ergo ein bisschen mehr. Fein. Aber nach diesem kurzen Weg war der 5er wirklich zur Hälfte nur leer. Ja, man muss sagen, also man könnte jetzt nochmal etwa bis hier weiter fräsen, aber dann wäre er trotzdem leer.
Jetzt ist aber die Frage, warte mal, 90 Wattstunden, dann dürfte der andere nur bis da kommen. Nee, die Sache ist diese Hitze ist ja auch Energie, die verloren geht, weil du willst ja eigentlich willst du gar keine Hitze haben. Hitze ist ja auch Energie, sondern du willst, dass es hier in den Motor reingeht, in die Drehbewegung umgesetzt wird. Und das hat er hier halt nicht gemacht, sondern er hat einfach das meiste wahrscheinlich so wirklich in Hitze gesteckt. Okay. Dann sind wir beim 5.5er. Der 5.5er, der hat zwar irgendwie gefühlt ein bisschen besser performt, der ist ja auch noch mal so 8 cm weitergekommen. Aber ihr seht, diese Technologie der zylindrischen Zellen, die ist einfach am Ende, was das hier betrifft. Ja? Auch der Akku war danach etwa halb leer. Er zeigt es ja, er zeigt es hier auch nochmal an. Ja, 2 Balken, das ist auch der Originale hier. Mehr ist halt nicht mehr. Bei dem hier ist es so, auch der, also alle beide ja in die Hitzeabschaltung gegangen. Auch der Forge ist in die Hitzeabschaltung gegangen. Auch der hat gesagt am Ende, na nee, als er hier vorne angekommen ist, auch der war dann überlastet. Aber als wir hier drauf gedrückt haben, ich glaube, das haben wir leider schon wieder geladen, der andere, den wir benutzt haben, den habe ich auseinandergebaut, der hatte dann nur noch einen Balken. Also wir wären vielleicht noch ein paar Zentimeter weitergekommen, wenn er abgekühlt wäre, aber dann wäre auch Ende gewesen. Ich wollte damit nur Folgendes zeigen, dass alle drei wir in die Maximal-Last geschoben haben, aber wir sehen einen deutlichen Unterschied in der Technologie und im Fortschritt. Du siehst also, der Forge-Akku hat eine deutlich modernere Technologie, die dir wirklich erlaubt, im Grenzbereich deutlich länger zu arbeiten. Jetzt muss man aber Folgendes sagen zur Einordnung für euch. Das heißt jetzt nicht, dass diese alten Akkublöcke, ja, die wir hier haben oder Zellen, kompletter Schrott sind. Wenn du jetzt einen normalen Akkuschrauber hast und einfach vor dich hinschraubst, dann brauchst du einfach so etwas wie das hier, diese Pouchzellen eigentlich überhaupt nicht, also weil du sie einfach nicht auslastest. Das ist super selten, wenn du wahrscheinlich 30 cm Schrauben immer Schrauben machst und immer weiterkommst, dann könnte es sein, dass du durchaus so einen High-Output brauchst oder den auch vielleicht so relativ weit treibst, aber eigentlich solltest du es kaum dazu bekommen, dass der Akku wirklich überhitzt. Das ist etwas, wo du im Grenzbereich bist, wie zum Beispiel mit so einer Oberfräse. Aber mit der Oberfräse kannst du auch normal mit dem 5er arbeiten, wenn du einfach einen normal großen Fräser nimmst und nicht gleich wie so ein Ochse 2,5 oder 2,6 cm wirklich ins Material reintaucht. Wenn du so einen großen Fräser nimmst, gehst da 2 mm runter, ziehst durch, machst das immer in Abständen, hast du erstens ein sauberes Fräsbild und zweitens kannst du das auch mit einem normalen, hier sind auch die Schrauben drin, 5 Ampere-Stunden machen. Also da musst du immer überlegen, brauchst du es oder brauchst du es nicht. Was wir auf jeden Fall haben bei einem Forge-Akku ist Folgendes, dass er bei jeder Benutzung, ja, auch wenn sie nicht so stark ist, wird ein normaler Akku ja warm. Und der hier wird deutlich weniger warm und Wärme lässt so eine Zelle halt altern, weil die altern vor allem durch das Thema Wärme. Und dementsprechend vermute ich, dass der hier deutlich länger hält. Das ist meine Vermutung. Ihr schreibt gerne mal in die Kommentare, was sagt ihr denn zum neuen Forge-Akku und wo würdet ihr das gerne mal ausprobieren? Oder welches Gerät sollten wir mal machen oder zum Test mal nutzen, um das nochmal an die Grenze zu treiben? Ja, eure Ideen wären super interessant. Und übrigens, Sägen sind es eigentlich nicht. Also da müsste man schon nasses Holz sägen. Ach, das lassen wir lieber. Ja. Wo wir jetzt einen Forge-Akku haben, haben wir aber auch einen neuen Lader. Und weil wir ja mehr Energie gleichzeitig hier rein tun können und dementsprechend auch nicht so schnell Hitze erzeugen und die Hitze sogar von dem hier abgehalten wird, also durch eine aktive Kühlung, ist es hier, dass wir einen Schnelllader haben, und zwar einen Ultraschnelllader. Wir laden hier mit 18 Ampere-Stunden und zwar von beiden Seiten. Ja, also auf beiden Seiten können wir das Ganze laden. Zusätzlich ist es so, dass er wirklich sehr schnell ist. Wir haben hier in 15 Minuten 80% schon geladen und in 24, 25 Minuten haben wir ihn komplett voll. Also er boostet dann rein und in der Regel würde ich auch sagen, bei 80% kannst du eigentlich schon rausnehmen und benutzen. Aber eine Sache musst du bedenken, gerade in diesem Boost-Modus, wo er schnell sehr viel reinlädt, dann bringt er auch hier Hitze rein. Ja? Und da ist hier eine aktive Kühlung drin. Das heißt, sinnvoll ist es, ihn vollladen zu lassen und dann auch wirklich noch ein bisschen stehen zu lassen, weil er läuft durchaus in Summe so
eine halbe Stunde, also er macht 24 Minuten und dann läuft er nochmal so 5 Minuten oder ein bisschen länger sogar noch weiter, um hier wirklich den runterzukühlen und dann, dass du benutzen kannst und er dann nicht gleich schon wieder heiß ist. Also da hat Milwaukee wirklich mitgedacht und ich finde es aber auch gut, dass er beide eben auch gleichzeitig laden kann. Und ich will euch ein Bild mal nicht vorenthalten, weil man unterschätzt das total. Auf dem Bild, was ihr jetzt seht, seht ihr 3 Akkus. Wir kennzeichnen die auch mal so ein bisschen, dass man die wirklich auch gut sehen kann. Nämlich der eine, der ist einfach nicht benutzt worden. Der ist kalt, im Gänsefüßchen, kalt. Der lag einfach nur hier auf dem Tisch. Die anderen beiden wurden vor über 2 Stunden hier im Test gebraucht. Also 2 Stunden später siehst du noch einen gigantischen Unterschied zwischen den Akkus und zwischen den Geräten, wollte ich jetzt schon sagen. Und da siehst du wirklich, wie lange die Geräte, also jetzt sage ich wieder Geräte, wie lange die Akkus brauchen, um runterzukühlen. Und man unterschätzt das total. Du fährst die an und sagst, ja, ist vielleicht noch ein bisschen warm, aber ja, wird schon passen. Aber innen drin, was da drin ist, ja, das ist immer eine ganz andere Hausnummer. Und die leiten die ganze Zeit immer weiter Hitze ab, Hitze ab, Hitze ab. In Summe muss ich aber sagen, wir haben hier eine Technologie, die richtig Spaß macht. Man sieht mal wieder einen Fortschritt, was Neues und man sieht eine Akkutechnologie, die wirklich nochmal das Thema M18 auf ein ganz neues Level, ein ganz neues Niveau hebt. Aber auch den Preis auf ein neues Niveau hebt. Denn wenn wir uns das jetzt mal angucken, wir haben hier einen 5.5er Forge und den normalen 5.0er. Dann haben wir hier einen Preis von so um die 70 €, um die 100 €. Die sind wir schon bei 200 bei derselben Menge an gespeicherten Energie. Das heißt, du überlegst bitte ganz genau, brauchst du die neue Technologie oder eben nicht. Und das heißt übrigens eben nicht, dass der alte hier wirklich zum alten Eisen gehört und dass das alter Quatsch ist, sondern das kannst du wunderbar noch in den meisten Geräten nutzen. Und eine Sache habe ich noch ganz vergessen, und zwar, wir haben hier beim 6er auch noch eine kleinere Bauform als beim 5.5er. Er ist ja nochmal deutlich einen Tick größer als der 5er, ja, aber er ist wirklich kleiner als der 5.5er. Das heißt, der 6 Ampere Forge kleiner als der 5.5er mit zylindrischen Zellen. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Vielleicht hat einer von euch ja schon mal ausprobiert. Und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.